Liebe PSler, liebe Motorradsympathisanten, willkommen zum Masterbike 2019. Wir haben uns auf den langen Weg gemacht nach Almería auf den Andalucía Circuit. Das ist die neue Rennstrecke direkt neben der altbekannten Rennstrecke in Almería, gebaut von einem gewissen Herrn Tito Rabat, der hier alle Kurven von Rennstrecken dieser Welt, die er nicht so richtig auf die Kette bekommen hat, aneinandergereiht hat an einen recht selektiven Kurs. Und genau hier befinden wir uns jetzt mit 7 Supersportlern, 3 davon brandaktuell und richtig heiße Eisen, ca. 1437 PS verteilt auf diese 7 Bikes. Und ja, jetzt fahren wir aus. Carsten, es ist ja, ich muss es schon sagen, das ist weltweit der erste Test von diesen Fahrzeugen. Das ist Motorrad ein echter Kugel glückt. Also da seid ihr sicher stolz drauf, oder? Da sind wir extrem stolz drauf. Ist wirklich weltweit der erste Test. Wie gesagt, die Aprilia wird erst in 2 Wochen präsentiert. Da hat noch keiner die Maschine vorher gehabt. Und die BMW ist direkt von Estoril, von der Präsentation, hierher gekommen. Okay. Ist natürlich interessant, ich weiß nicht, ob du die Kommentare liest, aber einige sagen natürlich, die Aprilia hat 1100 Kubik, ist unfair, und andere sagen, na, das passt ja eh wunderbar. Wie siehst du das? Wir wollen einfach die extremsten Motorräder hier testen. Also das, was es gerade auf dem Markt gibt, serienmäßig, wollen wir testen. Und ob die jetzt 1100 Kubik hat, egal, im Gegenteil. Also die Panigale hat ja auch 1100 Kubik, sind beides V4-Motoren. Also sprich, es gibt eine schöne Geschichte zwischen den beiden Motorrädern. Und ansonsten haben wir die normalen reinen 4-Zylinder mit 1000 Kubik. Okay, normal ist, weißt du, bei den Bikes schon ein dehnbarer Begriff. Ihr habt auch überall die Top-Ausstattung genommen, also G6 1000R, Fireblade SB. Und bei der BMW ist so, dass da quasi so, als hätte man beim Laden, beim BMW-Händler alles angekreuzt. So ist die jetzt auskonfiguriert hier, oder? Genau aus diesem Grund, weil wir uns schon gedacht haben, dass die BMW wahrscheinlich komplett ausgestattet kommt, also mit M-Paket. Wir haben es ja direkt von der Präsentation bekommen. Wir wussten nicht, wie die ausgestattet sein wird, aber uns war klar, die wird voll gepimpt sein. Also haben wir gesagt, wir nehmen auch von allen anderen Herstellern die Premium-Modelle, so wie die ZX10RR oder die Honda SP oder wie die Panigale V4S. Okay. Oder die Suzuki GSX-R. Also jeder durfte seine beste Maschine an den Start bringen. Okay, und bei Panigale haben wir schon gesprochen. Die R-Variante, ich persönlich finde es auch besser, dass wir die S genommen haben. Die R ist, glaube ich, ein bisschen too much, aber ja, preismäßig passt sie auch besser rein. Ich glaube, es ist die bessere Wahl, oder? Die ist besser, also die Wahl ist wahrscheinlich besser. Wir hätten natürlich auch gern die V4R gehabt, aber die haben wir auch nicht bekommen. Also die ist wirklich limitiert und die gab es nicht. Klar, die kostet 40.000 € und die Fahrzeuge sind jetzt eigentlich preislich relativ gut vergleichbar. Die Suzuki ist wirklich mit Abstand die günstigste, aber die BMW zum Beispiel auch, so wie sie jetzt da steht, mit der kompletten Ausstattung kostet sie ungefähr 24.000 €. Eine Aprilia kostet 24,5, eine Ducati Corse in der Ausführung kostet 30, die R1 kostet 25, meine ich. Also die sind alle im gleichen Preissegment. Da ist sogar die BMW auch an der unteren Grenze. Suzuki ist mit Abstand die billigste. Okay. Welches Motorrad wo, warum am schnellsten ist. Um das zu belegen, haben wir ein spezielles Prozedere, genannt Data Recording, und natürlich sind wir hier auch mit einer großen Mannstärke angereist. Fürs Data Recording ist unser Carsten Schwerst zuständig. Carsten, wie funktioniert das genau mit dem Data Recording? Na gut, also zuerst mal haben wir keine Kosten gescheut. Wir haben hier die Rennstrecke für 2 Tage gebucht, was ja auch nicht ganz billig ist, und haben dazu auch den Christian Kellner eingeladen als Rundenzeitenfahrer. Wir haben alle Fahrzeuge mit einem Data Recording System ausgestattet, um die Geschwindigkeiten in verschiedenen Sektionen aufzeichnen zu können. Also sprich Topspeed, Kurvenspeed, Rundenzeiten sowieso, Bremsmanöver, und das haben wir mit jedem Fahrzeug durchgeführt. So sieht's aus. Chaco, soweit ich weiß es sogar sehr sicher, du kommst gerade aus Estoril frisch zurück vom Launch der neuen BMW S1000RR und jetzt steht sie schon hier. Wie sieht's aus? Okay,
Da waren wir natürlich alle brutal neugierig drauf, wie sie gegen die anderen 6 dasteht, gegen die anderen 6 Superbikes. Weil bei der BMW, wie ihr sicher wisst, ist alles ganz neu. Da passen vielleicht 5 Schrauben vom Vorgänger. Und das ist natürlich schon extrem interessant, wie sich das Motorrad A gegen die bewährten Tausender schlägt jetzt, auch vom letzten Jahr. Und dann vor allem auch gegen die 2 neuen Italiener, die jetzt mit ganz viel Leistung angegeben sind, und wie die 3 sich schlagen untereinander und dann natürlich auch gegen den Rest des Feldes. Extrem interessant. Dazu muss man wissen, dass die Ducati mit 214 PS angegeben ist, die Aprilia sogar mit 217 PS und die BMW jetzt mit 207 PS, also 8 PS mehr hat als vorher. Und das wird schon sehr, sehr interessant. Wir sind schon echt richtig gespannt drauf, wer sich wo wie schlägt und warum. Die beiden Italienerinnen sprengen ja so ein bisschen den Rahmen, was den Hubraum angeht, denn beides sind 1100er. Und rein Rennsport-reglementstechnisch ist es natürlich ein bisschen eine unfaire Nummer. Deswegen haben wir uns für euch dieses Jahr ein besonderes Prozedere ausgedacht. Und zwar machen wir das Ganze im Shootout-Verfahren. Das heißt, wir fahren zuerst die 5 Reihen-Vierzylinder gegeneinander, die 4 Japanerinnen und die neue BMW. Dann werden wir eine Gewinnerin haben. Und dann fahren wir die beiden Italienerinnen, die 1100er, gegeneinander. Auch da werden wir eine Gewinnerin haben. Und dann treffen sich diese beiden im Finale. Soweit mal der Plan. Und Carsten, wir sind natürlich hier nicht nur auf der Rennstrecke, sondern... Danach gehen wir noch auf die Landstraße und machen für Motorrad den 1000-Punkte-Test mit Verbrauch, mit Fahrleistung, mit allem Pipapo, was auf der Landstraße so gefordert wird. Und jetzt mal schauen, was am Ende rauskommt. Genau, also 2 Tage haben wir Zeit. Das ist wirklich nicht viel für diese hochkomplexen Maschinen und deswegen wollen wir nicht weiter rumlabern, sondern legen los. Viel Spaß mit dem Video.